Das hier habe ich zu meinem Geburtstag 2015 auf der Arbeit für meine Arbeitskollegen ausgegeben. In der Rundmail habe ich das Kunstwerk Pizzabaum genannt. Ich präsentiere eine voll leckere, vegane, glutenfreie Pizza mit Mandelmus-Mozzarella und ohne Pilze. Ein Rezept für Leute, die nicht kochen, backen und vernünftig essen können. An dieser Stelle ein fettes Dankeschön an Voidbyte für die ungewollte Videoinspiration. Sowas ist ideal, wenn man für seine Kollegen einen ausgeben will. Dann kommt jetzt der Geschmackstest. Nee, warte. Erstmal das Rezept und dann der Geschmackstest. Das regle ich dann alles am Schneidepult. It's a little bit difficult to say what pizza even is. I mean, sometimes it comes without cheese, sometimes it comes without sauce, sometimes it comes without a crust and a bucket. As raw vegans, there's no reason why we can't enjoy the fun and flavor of pizza just because we don't eat pizza. I think you're really going to enjoy this fast, simple and delicious pizza recipe. Und damit herzlich willkommen in meiner fensterlosen, einstellig Quadratmeter anzahligen Einbauküche. Den brauchen wir jetzt. Einmal Backblech mit Papier, ein paar Tomaten, Zucchini. Das ist Rucola, der kommt dann nach dem Backen erst drauf. Und das hier ist quasi der Rohkostanteil. Als Käseersatz weißes Mandelmus und Zitrone, ein paar Pizzatomaten, Mais, Knoblauch, rote Zwiebeln, Pizzakräuter und der Einfachheit halber so eine Pizzateigmischung. Da kommt dann noch Wasser und Öl dazu. Ich verzichte jetzt hier auf Paprika. Oliven und Pilze mag ich auch nicht. Und ich bin heute nur eine Person und will es deswegen mit dem Belag nicht übertreiben. Weil so viel kann ich auch nicht auf einmal essen. So what does science say about how much pizza you should order? The small, the medium, or the large? NPR's Planet Money analyzed the price per area of 74,476 pizzas, and when plotted against their size, the choice is clear. Want the most bang for your pizza buck? Always order the larger pizza. Factoring in pi, the area of a pizza increases with the square of its radius z. So while the larger pizza is just 50% wider, it's got 100% more area than the smaller pizza. Weiteres Equipment, Schüssel, Mixer mit Knethaken und oder Löffel, Pizza-Ausrolldings und oder Glas zum Rollen, schicke Schneidetomaten oder Brotmesser. Life is a lot like pizza, because the job of reading is not to understand the author's intent. The job of reading is to use stories as a way into seeing other people as we see ourselves, and when we do that, we can look out at the world and see a giant, endless set of beautiful variations of pizzas. The whole world composed of billions of beautiful, delicious pizzas! Auf 225 Grad vorheizen. So. Und das hier ist jetzt die Königsdisziplin, weil das ist glutenfreier Pizzateig. 250 Milliliter lauwarmes Wasser. 2 Esslöffel Öl. Bupp. Ach, war schön. Und gut durchkneten. Der klebt schon schön. Unten ist auch noch was mehlig. Ich mache noch heimlich was Mandelmus mit rein. So, das gefällt mir jetzt schon besser. Der klebt sehr schön, auch wenn er glutenfrei ist. Damit er nicht am Equipment festkleben bleibt, am besten Maismehl, schön stärkehaltig. Jetzt dürfen wir gleich rollen. Aufpassen, dass keine Haare reinkommen. Das fällt auf, von wem die sind. Ach, guck mal, wie gut das funktioniert hier. Mann, ich hab Hunger. Komm, wir fliegen zum Pizzaplanet. Pizzaplanet? Ja, genau wie der da vorne, der ins Bild schwebt. Oh ja, da will ich auch hin. Der ist schön. Los, Han, gib Stoff. Da muss ich das drücken und da noch ein bisschen und jetzt geht's los. Oh Scheiße, wenn die keine Pepperoni haben, dann dreh ich aber durch. Salami, Pepperoni ist mir zu scharf. Von mir ist auch Salami. Hier, Bestellung. Ja, ich hätte gerne einmal die Jedi Salami. Jedi Spezial mit Pepperoni. Salami. Ach, halt's Maul. Ja, aber Pepperoni ist mir doch zu scharf. Nein, ich will Pepperoni. Pepperoni. Auch Salami, aber Extra Pepperoni? Ja. Vergessen Sie Ich nicht geh runter. die- Extra Pepperoni, das kann er doch nicht machen. Unmöglich. Ja, sowas aber auch. Hier, Leute, wir haben ein Filmteam hier. Macht mal Werbung. Pizza, Planet, ist super. Bevor da jetzt der Belag drauf kommt, einmal nur den Teig in den Ofen. Dauer je nach Menge des Belags. Ne? Wenn da viel Belag drauf kommt, dann muss das auch länger drin sein. Das korreliert ganz schön mit der Bearbeitungszeit. In mundgerechte Stücke schneiden. Immer mit der stumpfen Kante von dem Messer übers Brett fahren. Ja, und so weiter und so fort. Für den Käseersatz Zitronensaft. Ja, guck mal, das war eine gute Zitrone. So viel Kerne drin. Mit Mandelmus anrühren.
Damit das besser emulgiert, kann man noch ein bisschen Senfsaat dran machen. Käse, Sahnesoße. Und mir ist noch was eingefallen. Hefeflocken. Hefeflocken machen einen 1A Käsegeschmack. Schmeckt dann sehr würzig. Ja, jetzt geht's einigermaßen. Auf geht's. Pizzatomaten oder Tomatenmark oder passierte Tomaten oder Tomatensoße halt. Einfach locker flockig drüber werfen. Immer schön festdrücken. Also man könnte jetzt einfach so ein paar Mozzarella-Kleckse drauf machen. Oder halt so ein paar Linien ziehen. Ja? Ich würde davon abraten, so ganz große, fette Klopse zu machen. Stattdessen lieber alles gleichmäßig bedecken. Was soll's, das Zeug schmeckt halt echt gut. Fett und fettig. Und nussig. Ich habe ja die Paprika weggelassen, deswegen muss ich mir jetzt nicht so viel Gedanken über mögliche Blähungen machen. Das sind jetzt die Zutaten, die man mindestens drauf machen sollte vorm Backen. So Zwiebel, Knoblauchgranulat kann man auch hinterher drauf machen. Gewürze sowieso. Wegen der besseren Verträglichkeit kann man es aber auch jetzt schon drauf machen. Alles nochmal schön durchbacken. Ach komm, wenn wir schon mal dabei sind, Gewürze auch schon drauf. Ich habe jetzt alles drauf gemacht, bis auf das. Hallo, ist da Pizza Hut? Ja, Ihre Bestellung? Ja, ich würde gerne eine Pizza mit extra viel Pepperoni bestellen. Und zwar so bald wie möglich. Mit Salami? Ja, natürlich. Ah, scheiße. Nein, natürlich ohne Salami. Ich mag keine Salami. Ihr müsst auch liefern. Und zwar bin ich jetzt gerade hier in so einem... Oh, ich sehe gerade, wir haben keine Pepperoni. Luke, du hast mein Telefon kaputt gemacht. Auf der Verpackung stand drauf 15 bis 20 Minuten. Hängt aber auch von der Dicke des Belages ab. Also immer schön zwischendurch mal gucken und auch auf den Geruch achten. Sieht das gut aus? So ein bisschen verdreckt die Küche, aber es riecht sehr gut. Geruchsfernsehen. Riecht nach Pizza. Ich freue mich schon auf den Geschmackstest. Is it pizza or is it heaven? Thinking differently is the new smart. Pizza. Well, think about it. You have a crust and you have cheese. Everything else is up for grabs. I'm from New York. We put pasta on pizza. The pizza you choose, and even how you eat it, is all about you. But you can have two pies side by side with different ingredients and different toppings, looking completely different. They could be round, they could be square, it could be flatbread. But you know it's pizza. And so what does this all mean? Well, how many of you have not checked your phone today or asked Siri a question in the last week? We live in a digital world, and we're old. Think about kids growing up in this world. Intelligence, smartness isn't defined by a test you take. It's defined by how you think differently and demonstrate your understanding of what you learned, and then show it off to the world. And that's why education needs to be more like pizza. Thank you. So, das Ganze ist jetzt 15 Minuten drin. Erstmal die Tür lang genug auflassen. Ja, sieht schon ein bisschen braun aus. Hey, pizza, I'm Oh, hungry. all right, just wait your turn. When it's ready, could you just shove it in my mouth? Don't you be a smartass. I'll crank the atrocity channel. Hydrate level 4, please. Is it ready? Here you go. Oh boy, Mom, you sure can hydrate a pizza. No, I'm sorry, I missed that whole thing. Qualmt es ein bisschen. Ich hol's mal raus. Ist ein bisschen schwer, ich brauche beide Hände. Aus Sicherheitsgründen. Ich will jetzt mal die Kamera weglegen. Tada! So, jetzt kommt das Topping drauf. Super Geheimtipp. Das kommt jetzt nicht einfach so drauf, sondern damit man es besser essen kann, wird das möglichst klein geschnitten. Sonst brichst du dir einen ab, weil du es nicht abbeißen kannst. Es sei denn, du hast ein super, super Gebiss. Also sobald du ein bisschen Überbiss hast, keine Chance da durchzukommen. Aber das soll ja nicht schön aussehen, das soll ja nur schmecken. Okay. Das bedeutet, wir haben unser Met. Ich bin mal gleich gespannt, wie das schmeckt, mein lieber Mann. Du hast die Latte aber ganz schön hochgehängt. Ich weiß, bei dir auf jeden Fall. Ich sag mal, wenn man ausgehungert ist, dann... Deswegen sind wahrscheinlich Veganer auch so schlank, weil sie dann einfach auch aufgrund des Geschmacks auch weniger essen. Und der Aspekt ist dort, es muss nicht schmecken wie, es muss einfach nur schmecken. Genau, das ist das Problem. Also... Es schmeckt so, es kommt, also
Ja. Es ist weit entfernt vom Hackepeter, finde ich. Ne? Okay, aber es schmeckt. Das- Also ist jetzt nichts, wo ich Ja, sage... ich forciere ja hier nur die Vorurteile, weißt du? Mit flapsigen Sprüchen. Sehr gut. Selbstverständlich weiß ich natürlich, dass man ordentlich fett wird von veganer Ernährung. Und wann isst man schon mal Rucola? Ein weiterer Vorteil von dem Rucola ist, wenn das hier schon ein bisschen braun angebrannt ist, dann sieht man das nachher nicht mehr so. Ich habe es früher immer in so einer Plastedose mitgenommen auf Arbeit. Muss man sich dann in die entsprechenden Größen klein schneiden. Dann passt das schon. Und jetzt kann man es mitnehmen. Aber erstmal in den Kühlschrank. Und vielleicht ein bisschen noch aufmachen damit, wegen der Feuchtigkeit hier. Klingt logisch, oder? Ansonsten immer halbe. Während ich so lange gelabert habe, konnte ich auch schön abkühlen. Die kann man dann auch kalt genießen. Ich habe es immer am Abend vorher gemacht und dann in den Kühlschrank getan. Wir greifen an. Erstmal einen Schluck trinken. Zu mir. Erstmal was essen. Hierher. Erstmal was rauchen. Erstmal Pause machen. Ist auch noch sehr heiß. Und man kann es natürlich auch mit Messer und Gabel essen. Lecker. Lecker. Heiß schmeckt es einfach am besten. Ich habe halt so ein fettes Stück Mozzarella. Super. Und dieser Fake-Mozzarella ist tausendmal besser als Analogkäse. Like with any pizza, there's three main components: the crust, the sauce, and the cheese. Und will jemand den Pizzaboden begutachten? Ich finde ihn diesmal gut. Und den Tipp mit dem Rucola habe ich aus einer Pizzeria in Ljubljana, Slowenien. Da gab es die beste Pizza, die ich je gegessen habe. An der Adria. Da konnte man sich immer was dazu bestellen, unter anderem frischen, rohen Rucola auf seine Pizza. Die Rucola-Saison ist jetzt eigentlich auch schon vorbei, aber in Ljubljana war es echt super günstig. Super günstig und super gut. Super geil. Super crunchy. Super tasty. Super crazy. Super geil. Sehr geiles Essen übrigens. Sehr geil. Super gut. Also für alle, die es genau wissen wollen, Rucola-Saison ist erst noch ab Mai und wir haben jetzt April. Ist jetzt für irgendwas Saison, was da drauf ist. Zwiebeln gibt es im Lager. Das hier, das sind Reste vom Maismehl. Damit es nicht anpappt, gibt nochmal so ein extra Handmade-Pizza-Feeling. Zutaten kann man natürlich auch variieren, ganz nach Geschmack. Erst essen, dann sauber machen. Das perfekte Ausleuchten der Pizza mit Fake-Dampf, die Musiklizenz von La Donna Immobile, die Animation der fliegenden Pizzascheiben und die kunstvoll ins Bild fallenden Tomaten. Allein der Kampfhubschrauber und das tanzende Skelett kosten uns ein Vermögen. Ich weiß gar nicht, warum wir das eingebaut haben. Das auch nur wenige Sekunden zu zeigen, vergeudet extrem viel finanzielle Ressourcen. Nur ein Idiot würde so viel für diese unnötigen Effekte bezahlen. Moin, Ihre klassische Werbung ist zu teuer und erreicht niemanden mehr. Benutzen Sie einfach YouTube-Persönlichkeiten, um auf Ihr Produkt aufmerksam zu machen. Das ist viel billiger. Und kreative Menschen haben oft keine Ahnung, wie sie Geld verdienen sollen. And until then, happy veganing. Ich habe Pizza gemacht. Das Auge ist mit. Was für Zutaten gehören auf eine echte Elektrotechniker-Pizza? Wäre mein Kommentarvorschlag. Wo ist das Salz? Zusätzliche Würzung ist nicht erforderlich.